Basel, die Stadt am Rhein. Weltberühmte Architektur, kühle Abenteuer. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, aber ich habe ja gesagt. Heimelige Ecken und coole Menschen. Der Zug bringt mich von Deutschland in die Schweiz. Oder doch nicht? Ja, mit dem Zug nach Basel. Von Deutschland in die Schweiz ist es ja nur ein Katzensprung. Eben in Karlsruhe eingestiegen und schon bin ich in der Schweiz, in Basel. Und jetzt kommt's auf dem Badischen Bahnhof. Hier gibt's tatsächlich einen deutschen Bahnhof in der Schweiz. Haben Sie eine Ahnung, warum das ein badischer Bahnhof ist, also ein deutscher in der Schweiz? Befinden wir uns in der Schweiz? Ja, Ernsthaft jetzt? wir sind jetzt Das in der sag ich Schweiz. gar nicht. Sie sind noch in Deutschland, glaube ich. Und jetzt gehe ich gleich in die Schweiz. Das kann sein, ja. Ich bin auch das erste Mal hier. Das ist ein Schweizer und ein deutscher Bahnhof. Das ist doch kein Problem. Ich verstehe nur Bahnhof. Und tatsächlich stehen hier deutsche Zollbeamte. Guten Morgen. Jetzt werde ich hier in Basel vom... Ihr seid von Deutschland, oder? Wir sind vom deutschen Zoll, ja. Wie kommt das? Das kommt daher, dass wir hier Gast sind in der Schweiz. Und zwar hat das Großherzogtum Baden entschieden in den 1850er Jahren, wir brauchen einen Bahnhof in Basel. Da war die Hoheitsgrenze war dann ganz anders. Der Herzog wollte einen Anschluss an die Rheintalbahn und an die Bahn nach Italien. Deswegen gibt es den Bahnhof. Und die Zusammenarbeit mit den Schweizer Kollegen? Funktioniert gut. Also so ein kurzer Dienstweg mit den Kollegen, das klappt ganz gut. Ja. Also dann, guten Tag. Danke, Ich mache mich jetzt auf, die Stadt zu erkunden. Viel Spaß. Zeit, tschüss. Tschüss. Die Schweiz ruft. Auf der anderen Seite des Rheins liegt die Altstadt. Und der nähere ich mich ganz langsam mit der Fähre. Ein Stück Basler Tradition. Guten Morgen. Grüß dich. Ich bin Annette. Morgen. Darf ich an Bord? Nur einsteigen. Hallo. Willkommen an Bord. Die Fähre, die hängt jetzt an diesem Seil da, ja? Genau. Das heißt, wie funktioniert das hier alles? Jetzt, wo wir losgefahren sind, habe ich ja das eiserne Ding, den Schwengel auf die andere Seite gemacht. Und das geht dem Boot der Winkel. Und dann zieht die Strömung uns jetzt quasi rüber nach Großbasel. Drückt. Oder drückt. Die drückt auf diese Seite und da das Schiff nicht abwärts kann, drückt sie uns auf die andere Seite rüber. Ist ja ein geniales Prinzip. Uralt wahrscheinlich, oder? Ja, also hier an diesem Standort seit 1877. Aber das Prinzip der Fähren ist älter. Leonardo da Vinci hat schon solche Fähren gezeichnet. Ach, wie bist du dazu gekommen? Ich habe es geerbt von meinem Vater. Okay. Und dann hast du gesagt, ich will auch Fährmann werden. Nicht am Anfang. Als ich ganz klein war, habe ich immer andere Sachen vorgestellt, habe andere Ausbildung gemacht. Aber irgendwann habe ich gemerkt, doch, ich gehöre auf die Fähre. Was sind das so für Menschen, die jetzt hier an Bord kommen? Oder aus aller Welt kommen die dann Aus wahrscheinlich, aller Welt, genau. Basler, aber auch Touristen aus aller Welt. Und alle möchten etwas Kleines erzählen. Es gibt in Basel ein Sprichwort, genau. Ja? Erzähl du das im Fährima. Das heißt, dem Fährmann, dem kann man das erzählen. Hoppla. Jetzt habe ich ihn abgelenkt. Entschuldigung. Doch, es ist ganz so spannend ist es doch nicht. Nein, ich habe probiert, so lange warten wie möglich, aber es ist ein bisschen schmutzig. Hast du super gemacht. Anstation Großbasel. Ja, du, Noah, danke für die kleine Mini-Kreuzfahrt hier. Ja, Um nur 2 sehr Franken. Genau. Ciao, viel Spaß noch bei deiner Arbeit. Schönen Tag. Direkt am Rhein, mitten in der Altstadt, liegt das Les Trois Rois, das erste Haus am Platze. Eines der ältesten Hotels in der Schweiz. Es stammt aus dem 17. Jahrhundert.
Hier waren viele berühmte historische Persönlichkeiten zu Gast und auch viele Promis von heute. Eine bekannte britische Rockband soll sich hier sogar nach durchzechter Nacht von der Terrasse in den Rhein gestürzt haben. Was in so einem 5-Sterne-Haus nicht fehlen darf, eine 3-Sterne-Küche. Hier ist Starkoch Peter Knobel am Werk. 3 Sterne und 19 Gourmet-Punkte nennt er sein eigen. Wie würden Sie Ihre Küche beschreiben? Wir kochen so eine klassische französische Küche, so interpretiert mit asiatischen und mediterranen Aromen. Was wir machen, ist natürlich nicht einfach, ist klar, ist jeden Tag Höchstleistung bringen. Ja, wir versuchen das Beste, wir haben ein gutes Team, Teamarbeit. Hallo? Das Aus geht welchem immer. Land? Frankreich. Frankreich. Ja, wir haben alles hier. Philippe kommt aus der Ukraine, seit langem. Aus der Ukraine? Wow, okay. Und hier kommt auch noch mal einer vorbei. Der Wo kommt aus er? Bayern, natürlich. Niederbayern. Aus Niederbayern? Ja, ja. Oh. Ja, die brauchen jemanden, der die Deutsch-Bayerisch sprechen kann. Oh. Und hier wird jetzt kredenzt quasi die ganzen Speisen. Genau, hier ist das Restaurant. 10 wunderschöne Tische. Gehen Sie selber hier raus auch? Also jeden Abend eigentlich, ja. Ja? Das ist ganz wichtig, auch die Gäste so, und auch den Puls zu spüren. Und die Gäste wollen auch, dass ich vorbeikomme. Und für das kommen sie auch hierher. Machen Sie das gerne? Ja, am Anfang nicht so, aber man gewöhnt sich. Aber mittlerweile macht es mir Spaß. Und jetzt gucke ich mir dieses Luxusgebäude mal genauer an. Zusammen mit dem Hotelmanager. Le Trois Rois ist wirklich ein ganz außergewöhnliches Haus, allein deswegen, weil es uralt ist, ne? Beinahe 350 Jahre. Es war ursprünglich ein Gasthof. Es war seit jeher bekannt für seine gute Küche und exzellente Gastgeber. Aber es hat natürlich überall die 3,5 Jahrzehnte ganz viele Dinge erlebt, oder? Wer war schon alles so da? Na gut, es geht lange zurück, oder? Da war Napoleon hier zu einem Staatsbankett. Okay. Ja, damals. Das hat die ganze Stadt interessiert und alle wollten natürlich dann hier arbeiten kommen und Kellner spielen, oder sogar die richtig wichtigen Leute aus Basel, die kamen, um Napoleon sehen zu können. Und dann gab es natürlich auch der Prinz von Äthiopien, der war schon hier, der namhafte Künstler, natürlich auch Basel als Kunst- und Kulturstadt, von Max Chagall zum Beispiel oder Picasso und so weiter. Wo sind wir jetzt? Hier sind wir jetzt in der Suite des Rois angekommen, unserer größten Suite, die wir haben. Streckt sich über 250 Quadratmeter, 2 Schlafzimmer. Wow, ja. Ich habe hier auch ein Schlafzimmer. Ins andere. Ist ja der Hammer. Wunderbares Linsenparkett und dieser Carrara-Marmor. Aber guck mal hier. Ja, genau. Machen Sie mal die Minibar auf. Oh. Also ich meine, das ist natürlich ja schon der Knüller. Ja. Aha. Blick auf den geschäftigsten Ort von Basel und den Rhein hoch. Mit Balkon natürlich. Ein kleines Büro, wo sich arbeiten lässt oder auch nur Frühstück essen. Logenplatz hier. Balkon. Ja. Nicht schlecht. Boah. Ja. Irgendwie. Ja. Also hier steigen wahrscheinlich dann die Rockstars ab und die Präsidenten. Unser Restaurant Banks. Ja. Banks. Banks, weil wir am Rheinufer sind. Riverbank. Und weil es früher mal eine Bank war. Und das war die Bankschalterhalle hier drin. War dann zwischendurch auch unser Ballsaal, wurde viel getanzt. Und heute ein Restaurant. Eine Frage habe ich jetzt noch. Es sollen hier die Rolling Stones mal übernachtet haben. Ist da was dran? Das wird wahrscheinlich so gewesen sein, ja? Und ich habe mir sagen lassen, die sind hier sogar in den Rhein gesprungen nach einer Feier. Ja, das habe ich leider nicht mit eigenen Augen gesehen, aber dem wird wohl so gewesen sein. Das sieht gut aus. Dankeschön.
Apropos reinstürzen. Das Reinschwimmen ist in Basel quasi Volkssport. Die Basler lieben es, sich flussabwärts treiben zu lassen mit diesen Säckchen. Schau, du hast auch so einen mysteriösen Plastiksack. Hallo. Felix, du bist begeisterter Reinschwimmer, aber du musst mir das jetzt mal erklären. Ganz viele Leute laufen hier mit so einem Teil rum. Was ist das für euch Basler? Ja, das Reinschwimmen ist halt bei uns mittlerweile so zum Volkssport Nummer 1 geworden. Und da sind eigentlich alle ausgestattet mit so einem Wickelfisch. Wickelfisch heißt das? Wickelfisch, Okay. weil du kannst da deine Sachen, die du dabei hast, hineinwickeln. Und dann schwimmst du den Fluss hinunter. Hat man ein Ziel? Wie ist es? Man hat eigentlich schon ein Ziel, aber das ist eben der Trick vom Wickelfisch. Du kannst wirklich da rausgehen, wo du möchtest, weil du hast ja eigentlich alles dabei. Und wie ich sehe, du hast noch einen für mich dabei. Das ist natürlich Willst du mal super. ausprobieren, oder? Also eigentlich ist mir ein bisschen frisch heute, aber irgendwie will man das ja schon mal machen. Die Empfehlung ist schon auch ohne Wickelfisch schwimmen können, weil man kann sich ja daran halten und das ist so wie ein Schwimmring. Aber eigentlich sollte man auch ohne den schwimmen können. Und Schiffe und so hier? Es hat auch die Großschifffahrt. Da gibt es manchmal ein bisschen einen Zielkonflikt zwischen den neuen Raudis auf dem Wasser und der Schifffahrt, die halt professionell unterwegs sind. Und deshalb gibt es hier so Bojen. Man sieht die roten Bojen und deshalb sollte man sich innerhalb von den Bojen schwimmen und die Schiffe sind dann draußen. Dann kommt man so aneinander vorbei. Also ich habe jetzt Respekt, aber ich habe ja dich dabei und irgendwie werden wir das gemeinsam schaffen, oder? Ich bring dich da gerne runter. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, aber es war deine Idee. Aber ich habe ja gesagt. Schon. Hopp. Und nachspringen. Hopp. Ah, ist herrlich, oder? Das sind doch keine 18 Grad. 10! Jetzt aber schnell schwimmen. Dann wird einem nämlich warm. Es ist kühl, aber irgendwie total, wie soll ich sagen, ja, schon irgendwie glücklich machen. Ah, dieser Septembertag mit der Sonne. Schön ist es, richtig schön. Also jetzt kommen wir da auf die Wettsteinbrücke mit natürlich mit dem Münster im Hintergrund. Ja. So, jetzt sind wir zwei wieder trockengelegt. Aber ich kann jetzt wirklich verstehen, warum dieser Wickelfisch zur Grundausstattung von euch Baselern Das gehört. freut mich sehr. Es war ja auch ein tolles Erlebnis. Auch für dich, oder? Danke dir für diesen tollen Schwumm. Vielleicht wäre ich heute sonst nicht in den Rhein gegangen. Ich auch nicht, wenn du wenn nicht auf Besuch gewesen wärst. Das ist natürlich ein Riesenprivileg, dass wir so sauberes Wasser haben hier. Das war auch nicht immer so, oder? Die ersten Kläranlagen, das ist nicht so lange zurück. Das hat dann irgendwann in den 80er Jahren angefangen. Und seither hat sich die Wasserqualität stetig, wurde immer besser, ja. Dann sage ich herzlichen Dank. Hey, Ja. ganz herzlich, hat mich sehr gefreut. Mich Ciao. auch, ciao. Ziel vieler Rheinschwimmer sind die sogenannten Büvetten. Das sind kleine Imbisslokale direkt am Rheinufer. Ein Espresso, bitte. Ein Espresso, sehr gern. Voilà. Diese ungewöhnliche Buvette betreibt Eva. Sie hat sie aus Schiffscontainern zusammengebaut. Wunderbar. Zum Wohl. Ist schon praktisch, so eine Buvette. Total. Aha. Ja, Sind Sie sehr. öfter hier? Ich komme eigentlich fast jeden Tag hier den Kaffee holen. Schöner als im Café sitzen hier, oder? Ja, das ist ja das Rheinkaffee, oder? Ja. Ist Rheinkaffee. Ja, das ist Rheinkaffee. Was ist das Schöne an Basel? Basel ist super charmant, es hat eine gute Größe, die Infrastruktur ist wunderbar, auch für Kinder. Genau. Oh, jetzt habe ich Hochdeutsch geschwätzt. Hochdeutsch verstehe ich noch besser als Schweizerdeutsch. Ah, ja, sorry.
Ich finde es super. Auf den Rhein gucken, Leute gucken und das all dank den Büvetten, die hier überall am Rhein stehen in Basel. Man muss sich vorstellen, dieser Ort war vor 20 Jahren unbelebt in dem Sinne. Und dann haben sie das Rheinbad hier neu gestaltet und von einem Sommer auf den nächsten war ganz Basel hier. Und dann kamen die Büvetten und wir mussten ganz viele Gespräche führen, vor allem so mit Anwohnenden. Das sind Leute, die 20, 30 Jahre hier wohnhaft waren und wurden dann aber sehr schnell auch akzeptiert, weil man gemerkt hat, wenn wir hier sind, dann ist dieser Ort ein bisschen, wir nennen es sozialräumlich kontrolliert, oder weil wir halt hier sind. Genau. Was heißt eigentlich Buvette? Buvette ist eigentlich also ist ein französisches Wort, ist eigentlich ein kleiner Verkaufsstand, sage ich jetzt mal so. Also die genaue Übersetzung weiß ich auch nicht, das wurde einfach immer schon hier so deklariert. So. Aber für uns ist es so ein kleines Sommerbistro. Genau. Sommerbistro, also nur saisonal. Genau. Was mir ja super gut gefällt, ist euer Dachgarten da oben. Okay, der ist nicht für die Öffentlichkeit, aber zum Angucken ist er schön. Doch, schon auch. Also visuell für die Öffentlichkeit. Ja, genau. Aber man kann nicht oben drauf sitzen oder sowas. Nee, das kann man nicht. Alles voller Kräuter oder für Sachen da oben? Ja, Kräuter, Beeren, Blumen natürlich, einfach auch fürs Bild. Und wir verwenden vor allem die Kräuter für Drinks, aber auch für unsere Quiches. Unsere Glacés sind auch sehr beliebt. Glacé ist was? Ein Eis. Ein Eis. Ein Eis. Eiscreme, genau. Und um die Herstellung kümmert sich Evas Bruder Simon, der im hinteren Teil der Buvette seine Küche hat. Jetzt will ich aber auch das berühmte Eis, Glacé, Super. von dir probieren. Und hier habe ich dir ein Aprikose-Rosmarin-Eis, das ich extra für dich gemacht habe. Danke, Simon. Gerne. Und der Rosmarin kommt vom Dach? Der Rosmarin kommt vom Dach, genau. Da freue ich mich jetzt drauf. Dank dir. Viel Spaß. Rosmarin, Aprikose. Super. Basel hat nicht nur historische, sondern auch ganz viel moderne Architektur zu bieten. Die Roche-Türme zum Beispiel. Man kann sie von fast überall her sehen. Viele der auffälligen Gebäude stammen von einem Architekturbüro, Herzog und de Meuron. Das ist auch für dieses Bauwerk verantwortlich, die Messe. Ein Wahrzeichen von Basel. Eure Architektur eures Büros ist ja wirklich stadtprägend. Ne? Ob es jetzt die Roche-Türme sind oder jetzt die Messe, vor der wir stehen, sieht ein bisschen aus, als wäre ein UFO gelandet. Okay. Aber was war eure Idee eigentlich damals, als ihr die Messe gebaut habt? Es war mal ein Volksentscheid, dass die Messe in der Stadt bleiben soll. Und das zeichnet die Messe hier auch aus, oder? Dass die Messe mitten in der Stadt stattfindet und nicht irgendwo in der Peripherie, wie das in vielen Städten ist. Das heißt, es soll ein Ort sein, der das Leben in die Stadt bringt, und das ist auch so. Und die große Herausforderung für uns war hier, diesen Maßstab an dem Ort zu bringen und mit diesem Maßstab umzugehen. Ihr hattet nicht so wahnsinnig viel Platz. Genau. Ja. Das heißt, bauen, also die Messe in der Stadt heißt halt, ist auch beschränkt im Platz. Das heißt, normalerweise sind ja Messehallen einfach horizontal ausgebreitet und wir haben hier die Messehallen übereinander gestapelt. Und man sieht vor allem von der Seite her, die sind zueinander verschoben, also die sind gedreht. Einerseits im Grundriss, aber auch die Fassaden sind gedreht. Diese Fassade, durch dass sie gedreht ist jedes dieser Elemente, und das sind Zehntausende von diesen Aluminiumelementen, jedes hat eine eigene Form. Mit der neuen Computertechnologie konnte man das natürlich parametrisch ausschneiden. Aber die Firma muss dann auch genau wissen, an welchem Ort, wo welches Element eingesetzt werden muss. Und das ist auch vom Handwerk her eine große Leistung. Das ist jetzt ein Modellprojekt, wo man aufzeigen wollte, wie man möglichst nachhaltig bauen kann. Wie habt ihr das alles geschafft? Also erst einmal beim Bauen möglichst wenig Energie benutzen und möglichst wenig CO2-Emissionen verursachen. Das heißt, bauen mit lokalen Materialien. Wir haben jetzt hier eigentlich ausschließlich Holz verwendet und Lehm, also Aushubmaterial. Das Holz ist alles aus Schweizer Wäldern. Okay.
Und der Lehm, der stammt aus dem Aushub. Also man hat wirklich hier das Glück gehabt, dass man das Aushubmaterial verwenden konnte. Mit diesen ganzen Photovoltaik an der Fassade und auf dem Dach, das sind 5000 Quadratmeter insgesamt, erzeugen wir ein Plusenergiehaus. Noch stehen die Büroräume leer. Es ist alles schon vermietet. Das Interesse war sehr groß. Also in Basel wirklich die Leute interessieren sich für nachhaltige Architektur. Das ist raw and ready. Also du kannst hier einziehen, du hast Strom. Wir haben hier Lampen entwickelt, die messen auch den CO2-Gehalt in der Luft. Und wenn der CO2-Gehalt sinkt, oder, dann wird weitere frische Luft nachgeströmt. Und gekühlt und geheizt wird mit diesen Konvektoren. Da zirkuliert Wasser, das gekühlt wird über die Geothermie. Das Herzstück eigentlich vom ganzen Gebäude ist der Hortus, dieser Garten im Zentrum. Aha. Der wurde geplant von Piet Oudolf, einem bekannten Landschaftsarchitekten, der sich sehr stark mit Biodiversität auseinandersetzt. Oder? Und er hat hier ganz gezielt Pflanzen ausgesucht für diesen Raum. Also wir haben einerseits diese Bodenpflanzen und dann diese Kletterpflanzen entlang der Fassade. Du siehst, das ist erst jetzt 3-4 Monate her, seit ihr das angepflanzt habt. Und dieser Raum, muss man sich vorstellen, in Zukunft wird er viel grüner werden. Oder? Und das Grün der Kletterpflanzen, oder, schützt auch die Fassade vor Sonneneinstrahlung im Sommer. Im Winter verlieren sie dann die Blätter und lässt mehr Licht ins Gebäude rein. Lass uns doch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wie werden unsere Städte morgen aussehen? Ich hoffe, grüner, ökologischer, aber auch wirklich für den Menschen gebaut, dass der Mensch im Zentrum steht, dass sie belebt sind, dass gewohnt wird, gearbeitet wird, Sport betrieben, für Junge und für Alte durchmischt. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass der Mensch wieder im Zentrum steht, dass es ihm wohl ist. Mittagspause in der Stadt. Der Marktplatz ist bekannt für das Rote Rathaus und natürlich den Wochenmarkt. Ja, grüß dich. Sind Sie Baslerin? Nein. Wo kommen Sie her? Gerade über der Grenze. Also aus Deutschland? Ja, ja, Riedlingen. Ach, war auch schön. Aber Basel, ich mache gerade eine Tour hier. Ist eine schöne Stadt, oder? Ist sehr, sehr schön. Und gerade hier am Marktplatz, Klöpfer also. Was ist das? Klöpfer? Klöpfer. Ja. Das müssen Sie essen da beim Eiche. Das ist eine dicke Wurst, so lang etwa. Herrlich. Hier ist die Schlange lang. Oh, das ist sie. Ja. Schon mal gegessen? Ja. Und, ist gut? Ja, sehr lecker. Aha. Also ich sag Cervela. Cervela. Das ist aus dem Kanton Zürich. Und hier sagt man Klöpfer. Ah, jetzt habe ich das von der Fachfrau aus dem Mund gehört. Wie ist Basel im Gegensatz zu Zürich? Sehr schön, langsamer, gemütlicher. Ich bin großer Basler-Fan. Glücklich, wer hier lebt. Genießen Sie es. Wir Basler sind sehr offen, weil wir im Dreiländereck wohnen. Basel Wir sind ist natürlich schweizerisch, Basel ist innovativ, weltoffen. Das ist Basel. Arbeiten Sie bei der Schweizer Tourismus? Nein, ich bin nur schon seit 30 Jahren hier und bin Wahlbasler. Wo kommen Sie her? Aus Hamburg. Nein. Und dann haben Sie einen Basler kennengelernt und haben gesagt, der Typ? Genau, der Typ. Bekannt und beliebt ist die Stadt auch wegen der legendären Basler Fasnacht. Die Arbeiten für die nächste Fasnacht haben längst begonnen. Larvenmacher Dorian Weber ist schon voll im Stress. Bei euch in Basel ist ja quasi eine Larve nicht aus Holz, sondern aus Papier, Kleister, Farbe und Lack. Also ich mache hier immer so am Anfang einfach so Streifen, weil wir haben ja hier diese Negativform aus Gips. Aus Gips? Gips, genau. Eben, du siehst, bei mir geht das schon ziemlich schnell Zügig. und routiniert. Du kannst jetzt hier eigentlich wie so den Rand mal weitermachen. Ja. Es ist im Moment kaum vorstellbar, dass das mal wirklich so eine richtig ausdrucksstarke, bunte Maske werden soll. Hm? Genau.
Also wir sagen ja Larve bei uns. Siehst du, jetzt Ja. habe ich wieder schon den bösen Fehler gemacht. Genau. Also ich bin jetzt da nicht so heikel, aber je nachdem, also meine Großeltern, die hätten dich gleich rausgestellt. Danke, dass ich da bleiben darf. Sehr gerne. Du hast ja Kunst studiert. Wie sehr kannst du dich eigentlich als Künstler verwirklichen in so einer Larve bei der Basler Fastnacht? Also es ist natürlich eine große Differenz gegenüber meiner bildenden Kunst, weil ich bin hier schon Dienstleister. Nichtsdestotrotz ist hier sehr viel Leidenschaft drin. Also ich mache das sehr gerne. Und wenn ich halt dann mit den Klicken zusammen etwas entwerfen kann und das dann an der Fasnacht sehe mit einem 200.000 Publikum, dann ist das natürlich auch schon ein sehr befriedigender Moment. Okay. Das ist das auch nicht genau. Jetzt fixieren wir das mit dem Brett. Dann so die Finger runter. Der beste Moment, wenn man hier Das ist der beste das noch Moment. so richtig einmassiert, weil alles, was wir am Ende nicht abschleifen müssen, schont die Hände. Aber sag mal, wenn man diese Larve aufsetzt, du verwandelst dich als Larventräger, verwandelt sich auch Basel, die Stadt, während der Basler Fastnacht? Ja, auf jeden Fall, sehr. Es ist wirklich eine große Sause von Arm und Reich zusammen, Hand in Hand, also metaphorisch, aber passiert schon sehr, sehr viel mit der Stadt. Neben den Larven spielen bei der Basler Fastnacht auch Laternen eine herausragende Rolle. Seit 50 Jahren stellt der Schweizer Künstler Urs Degen diese kunstvoll bemalten Laternen her. Der Cartoonist und Illustrator ist sowas wie eine Legende der Basler Fastnacht. Das ist eine sogenannte Stackerlampe? Stackerlampe, ja. Okay, und es ist ein Das ist eine Stecke. Das ist eine Und das Stecke. ist die Lampe. Das ist die Lampe und die leuchtet ja dann Ja. schön. Und was für Lampen gibt es noch? Die ganz großen, Die ganz sagst du? großen, ja. Die riesig, da... Die ganz großen sind sogenannte Sujet-Laternen. Das heißt, Sujet? Sujet ist das Thema, das jede Clique, jedes Jahr neu formuliert. Bist du schon mal selber mitgelaufen mit einer Laterne? Ja, also ich habe zuerst Laterne gemalt und dann habe ich gefunden, was soll ich hier? Ich muss was machen, habe ich das Piccolo spielen gelernt. Und das ist ja echt auch magisch, so diese Atmosphäre. Das ist magisch, ja. Es ist immer wieder faszinierend, am Morgenstreich einen Besuch zu machen, weil genau um 4 Uhr geht das in der ganzen Stadt das Licht aus. Und sämtliche Klicken spielen dann den genau gleichen Marsch. Und dieser Marsch heißt Morgenstreich. Wie viele Laternen malst du im Jahr? Das Maximum war gewesen einmal mit 5, aber heute male ich wirklich noch eine pro Jahr. Nicht mehr so viel? Nein, Warum? ich kann nicht mehr hoch auf die Leiter, das will ich nicht mehr. Das ist ziemlich anstrengend. Bei jeder Farbe muss ich wieder hochsteigen und wieder runter. Nein, das mache ich nicht mehr. Was der Basel-Besucher auf alle Fälle auf seine Bucketliste schreiben sollte? Die Markthalle. Architektonisch und kulinarisch sehr empfehlenswert. Sie stammt aus dem Jahr 1929, hat eine sehr wechselvolle Geschichte und wurde im Lauf der Jahre unterschiedlich genutzt. Heute gibt es dort viele Foodstände und ein paar kleine Geschäfte. Bei einer Führung darf ich hinter die Kulissen schauen. Hallo. Wer von euch ist Lukas? Hallo, ich Das bin bist Lukas. du. Ich bin Annette. Hallo. Du machst die Führung Ich hinter mach die den Kulissen. Führung. Genau, ja. Und ihr macht alle mit? Ja. Jetzt geht's in die Abwaschküche. In die Abwaschküche? Ja. Da ist jetzt auch Action, man hört es schon. Ja, Die Action. Leute sind am Arbeiten. Hallo. Hallo zusammen. Hallo. Ciao. Hamid.
Stark, super. Hallo. Wir machen kurze Führung, ist gut, ja? Im letzten Jahr wurden hier 800.000 Teller gewaschen. Das bedeutet, dass im Schnitt am Tag ungefähr 2.000 Teller gewaschen werden. Also wenn das hier nicht funktioniert, dann liegt alles lahm, oder? Das ist ein sehr wichtiger Teil. Ein Teil, der verborgen bleibt, aber ohne den es gar nicht funktionieren würde. Wir sind jetzt hier im Techniklager. Wir laufen mal durch. Es braucht natürlich auch einen Ort, wo man Stühle, Bänke und so weiter, Tische lagern kann. Es finden ungefähr durchschnittlich am Tag mehr als 2 Veranstaltungen statt. Was sind das für Veranstaltungen? Private Feiern vom Geburtstag, es gab schon Hochzeitsfeste. Es gibt öffentliche Veranstaltungen wie eine Weinmesse zum Beispiel. Die Markthalle ist sehr vielseitig und es kann sein, dass man, wenn man öfter herkommt, man immer wieder ein anderes Setting vorfindet. Sind wir hier auf der Kuppelebene? Hat jemand eine Idee, was das hier sein könnte? Hebebühne? Eine Hebebühne, richtig. Es könnte aber auch eine Waage Waage sein. Wollte ich gerade sagen, wie bei so Winzern oder sowas. Die haben Ja. doch auch sowas manchmal, So gell? eine kleine Waage. Es gibt ja auch so riesige LKW-Wagen. Und dazu gibt es auch noch eine Geschichte. Und zwar hat früher der Zolli Basel, der Zoo, hat die Elefanten ausgeführt an der Leine vom Zoo. Der ist gar nicht so weit weg von hier. Die haben die hierher gebracht. Und weil es hier eine große Waage gab, eine LKW-Waage, haben die hier gewogen. Wie viel so ein Elefant im Jahr zugenommen hat oder sowas zu Wahrscheinlich dokumentieren. so. Ja, wahrscheinlich. Ja, Mensch, vielen Dank für diesen spannenden Blick hinter die Kulissen, Lukas. Sehr gerne. Danke. Sehr gerne. War schon super, oder? Schon spannend, ne? Basel steht auch für Pharmaindustrie und medizinische Innovation. Auf dem Novartis Campus erfahren Besucher vieles über Geschichte und Visionen der medizinischen Entwicklung und Forschung. Es ist ein Campus für Begegnung, für Innovation, ein Campus des Wissens. Das alles basierend auf der Formel, auf der Idee, dass Interaktion zu Innovation führt. Also wenn man will, dass kluge Köpfe tolle Ideen hervorbringen, und darum geht es hier, hier wird die Medizin von morgen erfunden, dann muss man Begegnungsräume schaffen. Das ist ein Arbeitsplatz für 7.000 Mitarbeitende, die kommen aus über 100 Nationalitäten, stellen die sich zusammen. Aber logischerweise sind auch unsere Gäste alle herzlich willkommen. Und die Gäste interessieren sich auch für die Architektur. Fast 20 Gebäude von internationalen Star-Architekten und Architektinnen kann man hier bestaunen. Also was du hier siehst, das ist die Fabrikstraße, finde ich wunderschön. Aus Respekt zu diesem alten Fabrikareal, zur Historie, wurde die so vom Namen belassen. Eine kleine Stadt in der Stadt mit öffentlichen Führungen. Hinter mir das Forum 1 heißt das Gebäude. Das ist jetzt eines der Bestandsgebäude. Das war schon hier zu Sando-Zeiten. Das sieht man, das ist älter als die anderen. Dieses Gebäude hat, man sagt dem, eine Traufhöhe von rund 23 Metern. Und alle neuen Gebäude, deswegen sieht man sofort, welche Gebäude neu sind, mussten sich an diese Höhe halten. Das gibt dann 4 Stockwerke für die neuen Gebäude. Und Verhaltenspsychologen sagen, dass bis zum 4. Stockwerk die Leute gerne mal sich treffen zum Mittagessen. Also wieder dieses quasi sich begegnen. Selbst der weltberühmte Architekt Frank Gehry hat hier seine Spuren hinterlassen. Das vielleicht exzentrischste Gebäude hier am Campus, es ist das Zuhause unserer Personalabteilung. Also wortwörtlich fast ein bisschen so das Herz, was man nicht sieht von außen. Unterirdisch gibt es da ein Auditorium für bis zu 600 Leute. Also die großen Sitzungen, die gibt es dann dort. Hier haben wir mein Lieblingskunstwerk auf dem Campus. Das ist eigentlich eine Einladung für den Perspektivenwechsel. Direkt an der französischen Grenze. Dieses Kunstwerk schließt diese Fabrikstraße quasi ab
Und ich möchte jetzt einfach alle einladen, diesen Perspektivenwechsel vorzunehmen. Sich einfach treiben lassen? Sich treiben lassen. Das Gebäude, das wir gleich betreten, wurde erst 2022 für Besucher gebaut. Der Novartis Pavillon. Für alle, die sich für die moderne medizinische Forschung oder die Arbeit in der Pharmaindustrie interessieren, ein supermodernes und total interaktives Museum. Wir haben hier den Weg des Medikaments vom Labor zum Patienten, diese 8 Fenster sozusagen, widerspiegeln diese verschiedenen Schritte, in verdaubare Häppchen präsentiert, sozusagen. Wie lange dauert es denn überhaupt, so ein Medikament zu entwickeln? Man rechnet heute mit 10 bis 15 Jahren, bis ein Medikament von der Idee bis zum Produkt. Das heißt aber nicht, wenn ich irgendwo anfange zu forschen, dass nach 15 Jahren ein Resultat rauskommt. Hier kommen wir gerade in den Zukunftsbereich und hier geht es nicht darum, wie die Zukunft aussieht, das wissen wir nicht. Die Futurologen waren alle falsch. Hier geht es um Trends und Einflüsse, die einen Einfluss haben auf uns als Industrie. Es gibt Ideen, wie alt wir werden zum Beispiel. Welche Krankheiten können wir plötzlich heilen? Wir konnten bis heute genvererbte Krankheiten nicht heilen und es gibt schon erste Ansätze, wie man eigentlich eine Erbkrankheit heilen kann. Das war eigentlich undenkbar bis vor kurzem. Ich habe Pharmazie im letzten Jahrhundert studiert. Die Dinge, die wir heute machen, waren damals Science Fiction. Bei mir geht es gerade so um Krankenhausstudien. Und was geht es bei dir? Bei mir geht es um Medizin von Krebserkrankten. Das ist relativ spannend. Okay. Sie mussten das früher selbst verpacken, diese kleinen Tabletten. Und heute machen sie das maschinell, hoffentlich. Gefällt dir überhaupt die Ausstellung hier? Sie gefällt mir sehr. Ich finde es super, wie zugänglich das gemacht wurde und dass es um die Industrie geht und nicht nur um eine Firma selbst. Jetzt kann man mit den Händen hier hingehen und dann wird einem das Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ah ja, guck. Das ist ja erklärt. cool. Guck mal. Auf der einen Seite ist das große Molekül und man muss versuchen, das zu drehen. Das ist teilweise ein bisschen schwer. Das stimmt. Und dann kann man das kleinere Molekül ins größere einführen und es passt hier genau rein. Unser nächstes Ziel war auch mal ein Industrieareal. Der Holzpark Kleeberg im Basler Hafenviertel. Hier pulsiert das alternative Leben. Es war eigentlich gar nichts hier. Wir hatten Kies und Sand und keine Pflanzen, kein Wasser, kein Gebäude, kein gar nichts. Und wir hatten eigentlich wie ein weißes Papier und konnten und durften planen. Ursprünglich als Zwischennutzung gedacht, als Auftrag von der Stadt. Es wurden 5 Kollektive angefragt, macht Kultur. Und wir so zu dritt, gell, wir waren 3 Personen am Anfang. Macht Kultur, okay, aber wir haben kein Haus, wir haben keine Bar und deshalb haben wir als allererstes, und das ist das allererste Projekt, diese Bar gebaut. Das ist eine Mini-Tanzfläche hier. Normalerweise am Abend, wenn es eindunkelt, Annette, wird hier getanzt. Hallo Mammut. Hallo. Der Pizzabäcker. Pizzabäcker steht noch auf 0. Ich esse nachher die erste, glaube ich. Ja. Essen, trinken kann man hier, jeder kann kommen. Wer kommt? Basler Touristen? Es kommen eigentlich alle. Und das ist eigentlich das Schöne am Ganzen. Es kommen von ganz kleinen, frisch geschlüpften bis ältere Menschen, pensionierte Menschen. Und gerade eben habe ich mit einer Frau geredet, knapp 90, die Dame. Das ist ja schön hier, das muss unbedingt bleiben, oder? Und ich so, ja, für das werden wir einstehen. Bis 2029 wurde das Areal von der Stadt genehmigt. Und Katja hofft natürlich inständig, dass es danach noch weitergehen kann. Mit der Friseurin im Bus, den Kunsthandwerkläden, den Kneipen und den zahlreichen Veranstaltungen.
einer unserer ältesten Gärtner, der Hans. Oh, hallo Hans. Ich jäte ein bisschen. Du jätest ein bisschen? Ja. Und wie liebevoll. Warum machst du das, Hans, hier? Viele Gründe, soziale Gründe, Spaß. Und dann trifft man hier Menschen, interessante Menschen, immer wieder. Das ist toll. Die größte Attraktion des Parks zeigt mir Tom. Ein eindrucksvolles Schiff aus den 1950er Jahren. Riesenschiff ist das hier, oder? Ja, riesig und schwer. Wie schwer? 600 Tonnen wiegt das Teil, ja. Genau. Okay, 600 Tonnen da drüben am Rhein kann ich mir ja vorstellen, aber Ja, es war auch ein bisschen eine Herkulesaufgabe, das hier rüberzubringen. Wie habt ihr das gemacht? Das hat ein Schweizer Unternehmen gemacht. Die haben neu einen Kran gekauft, der 1000 Tonnen heben konnte. Aber was ist es jetzt? Also es sieht mir aus wie ein Restaurant, eine Bar. Ja. Es ist ein Theater. Es ist Vorwiegend, ein Theater. genau. Ja. In dem man essen und trinken kann. Genau, das war eigentlich so, die Gastronomie war eigentlich so eine nebensächliche Sache und hat sich aber mittlerweile so zum Main-Geschäft entwickelt, weil hier halt einfach die wunderbaren Sonnenuntergänge sind, wo du bis 10:15 im Sommer hast du da Sonne. Was ist denn das da? Das ist unsere Außenbühne. War mal ein Wohnwagen. Ja, Westfalia, 60er Jahre. Darf ich da mal rein? Ja, ja, klar. Die haben wir in Belgien geholt. Und es ist so, die Künstler steigen da unten ein. Der geht so 8 Meter runter. Dann Hier unten? Genau, da steigen Künstler da hinten ein, fangen an zu spielen und dann kommt die langsam hoch. Und dann, wenn sie oben sind, geht hier der Rollladen auf. Und die spielen und beim letzten Song geht es wieder runter. Das ist ja eine ganz große Show. Ja. Idee von dir gewesen? Ja, so Spielereien. Das sind dann schon so auch deine Dinge Ja, hier? mag ich dann, ja. Um was kümmerst du dich hier alles? Ja, eigentlich vom Anfang an wirklich vom Schiff suchen, Schiff kaufen, Schiff transportieren, umbauen. Und Was war das mal für ein Schiff? es ist ein Leuchtturmschiff. Das ist ein Leuchtturm. Genau, Jetzt, der ist nicht natürlich. angeschweißt worden, das ist wirklich original. Also das Schiff hatte wirklich die Funktion eines Leuchtturms. Der hat in England, im South Rock, hat er diesen Berg da markiert, dass die Schifffahrt da nicht reingefahren ist. Ja. Geht der eigentlich noch, der Leuchtturm? Ja, der lassen wir auch einmal jährlich drehen. An Silvester dreht er mal für 2 Stunden. Aber das Problem ist halt, es hat richtig hell. Und deshalb ist es nicht immer möglich. Hauptsächlich vom Flughafen. Ach so, okay. Wenn da irgendwas blinkt, so stark. Ja. Ja. Aber an Silvester erlauben wir uns das jeweils. Ja. Eine weitere Attraktion im Basler Hafenviertel, der Hafenkran. Lina, du bist ja sowas wie die Kranführerin hier, kann man das sagen? Ja, das kann man so sagen, auf jeden Fall. Also die Chefin hier, was ist das hier? Also es ist mega cool. Das Goliath, so hat er mal früher geheißen. Der Kran, Der Goliath. Kran, genau. Der ist früher direkt gegenüber gestanden. Und dann ist er abgebaut worden und ein paar Jahre später hier wieder aufgebaut worden und jetzt als Event-Location genutzt. Was passiert hier? Was macht ihr für Events? Wir machen ganz viel. Also natürlich Partys, Sonnenuntergang, Partys sozusagen. Es gibt Pilates, wir machen auch Stand-up-Comedy oder Konzerte. Alles, was man so hier oben Tolles machen kann. Ja. Im Moment ist ja noch ganz entspannt, aber wird es so richtig? Ja, das langsam, wird schon recht voll. Ja, und das macht richtig Stimmung, wenn die Sonne untergeht und die Leute hier jubeln. Das kann schon echt krachen. Da zittert Goliath schon manchmal ein Ja, bisschen. aber er ist stark genug, auf jeden Fall. Also Basel ist eine Stadt, die mir einfach richtig gut gefällt, weil hier so viel aufeinander trifft. Bodenständiges, Traditionelles auf Modernes, Alternatives auf Schickes und Mondänes. Also was will man mehr? Und dann noch so ein Sonnenuntergang.